UFOs über Belgien. Es gibt tausende Augenzeugen. Die Luftverteidigung wird aktiv. Abfangjäger steigen auf. Ergebnislos. In einigen Fällen konnten die Objekte mit Radar verfolgt werden. Aber das Phänomen, ein Originalfoto, bleibt rätselhaft. Pressekonferenz. Die belgische Luftwaffe hält die UFOs für real. General de Brouwer berichtet sachlich, fertigt die Öffentlichkeit nicht, wie in den USA üblich, mit vorschnellen Erklärungen ab. Er zeigt das Radarvideo einer F-16 und den Flugweg eines der unbekannten Flugobjekte über Belgien. Kan het misschien een geval zijn van collectieve zinsbegoocheling, zoals ons wordt gesuggereerd? Dat geloof ik niet. Dat wordt niet geregistreerd op een radarscherm en dat wordt niet geregistreerd op een cassette. Goed, dus het is geen vliegtuig, geen laserstraal en zo verder. Wat is het dan wel? Wij weten het niet. Die Reaktion in Belgien darauf, man könnte natürlich erwarten, da der NATO-Sitz da ist, der Europarat da ist, da fängt man an, sich Fragen zu stellen. Nö, so ist das nicht. Wir waren beim belgischen Innenministerium damals und da hat man gefragt, das stellt doch keine Gefahr für die Bevölkerung dar. Nein, das ist nicht das Problem. Ja, dann war das für sie geregelt. Nur was flog da unübersehbar und pünktlich zum Ende des Kalten Krieges am Himmel über Belgien herum? Diese Frage interessiert heute offenbar nur noch Ufologen. Wer sich mit UFOs beschäftigt, gilt als unseriös, als Spinner, als lächerlich. Das ist auch das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit von US-Militär und Geheimdiensten. Viele Konferenzbesucher wollen deshalb nicht gefilmt werden. Besonders die anwesenden Wissenschaftler sind sehr vorsichtig. Nur wer im Wissenschaftsbetrieb keine Karriere mehr machen will, ist bereit, sich vor der Kamera zu äußern. Man darf nicht sagen, dass man sich damit beschäftigt. Das ist von der Gesellschaft tabuisiert. Nicht, weil die Wahrheit über diese Spinner siegt, sondern die Öffentlichkeit ist nicht informiert, hat aber ein Urteil. Und das ist wirklich eine riesige Gefahr, weil das Grundprinzip einer Demokratie darin besteht, dass die Bevölkerung, viele Menschen, die unabhängig voneinander überlegen, kontrollieren, ob die Machtausführung richtig ist oder nicht. Das ist im Grunde das beste Prinzip, wenn es funktioniert. Aber dafür muss man auch informiert sein, sonst kann man natürlich nicht etwas beurteilen. Und das wird verhindert. Und das ist eine Entwicklung, die perniciös ist. Und das UFO-Phänomen ist ein Beispiel, um das zu illustrieren. Was man wirklich verstehen muss, ganz wichtig, das UFO-Problem ist nicht irgendein abstraktes wissenschaftliches Problem. Es ist eine Angelegenheit des höchsten nationalen Sicherheitsinteresses. Am Anfang war die Atombombe. In den 40er Jahren haben sie nur die Amerikaner. Die Geheimhaltung des nuklearen Wissens garantiert die Vormachtstellung der USA. This was the fiery birth of the atomic bomb, culmination of centuries of step-by-step advance in the scientific quest, achievement of intense international effort by the Democratic Allies, product of unremitting research and toil since 1939. This instant of fury and flame and of violence beyond conception sounded the end of an age and heralded a new era in the destiny of mankind, a new relationship of man to his universe. Oak Ridge, das Erprobungsgelände der US-Atomenergiebehörde. Eines der Forschungszentren des amerikanischen Nuklearprogramms. Army, Navy und Air Force haben eigene Einrichtungen, viele davon zusammengedrängt in der Wüste von New Mexico. Und ausgerechnet über diesen streng geheimen Anlagen werden ab 1947 unbekannte Flugobjekte gesichtet. Damals spricht man noch nicht von UFOs. Das Militär und das FBI beginnen geheime Ermittlungen.
1947 konnte man nicht mal ebenso über Oak Ridge fliegen. Aber genau das passierte. Ich weiß nicht, was herumflog, aber wenn ich für die Sicherheit in Oak Ridge verantwortlich gewesen wäre, hätte ich es wissen wollen. Und raten Sie mal, die Atombehörde und das US-Militär wollten Bescheid wissen. Es gab ja wiederholt Luftraumverletzungen über vielen Einrichtungen. Es gab eine Zeit intensiver Aktivität merkwürdiger Luftfahrzeuge. Bill Gibson ist auf der Holloman Air Force Base stationiert. Er filmt streng geheime Raketenversuche der verschiedenen Streitkräfte. Man arbeitet mit Hochdruck daran, die Hightech-Waffen, Rakete und Atombombe zu kombinieren. Militärkameraleute wie er versorgen die Wissenschaftler mit Filmen dieser Tests. Wir haben alles gefilmt. V2, Luft-Luft-Raketen, alle möglichen Raketen. Werden diese Tests ausspioniert? Immer wieder meldet das zivile und militärische Testpersonal Luftraumverletzungen durch Flugscheiben oder grüne Lichtbälle. Die haben sich beschwert, dass irgendwelche Objekte um ihre Einrichtungen herumfliegen. Und sie wollten wissen, was das zu bedeuten hat. Die Leute, die das beobachteten, waren bekannte Ingenieure, Piloten, Fotografen. Rancher, Cowboys, Hausangestellte. Und sie erzählten diese Geschichten über kleine Objekte, die vor ihrer Haustür herumflogen. Es gibt zum Beispiel ein Dokument vom September 1947, verfasst vom Vier-Sterne-General Nathan Twining, der diese Objekte als real, keine Einbildung bezeichnet. Und nicht nur das, er beschreibt sie sehr detailliert, als metallisch, scheibenförmig, ohne Kondensstreifen, lautlos, dass sie bei Sichtung ausweichen, eine Kuppel und flachen Boden haben. Eine unglaublich detaillierte Beschreibung. Unruhe macht sich auf den Testgeländen breit. Army, Navy und Air Force kämpfen um die atomare Vorherrschaft im Militärapparat. Sie misstrauen sich zutiefst. Es gibt wilde Verdächtigungen untereinander. Sie beschuldigten die Luftwaffe in Holloman, Objekte über ihr Gebiet fliegen zu lassen. Und sie beschuldigten das Raketentestgelände in White Sands, Dinge über ihr Gebiet zu schicken. Verwirrung im Pentagon. Sind die UFOs etwa ein geheimes US-Projekt? Bald ist klar, nein. Nur wer fliegt dann über den Testgebieten herum? Captain McGovern hatte ein System entwickelt. Ein Flugzeug, das startbereit da stand, 24 Stunden am Tag, falls man ein UFO entdecken sollte. Eine fliegende Kameraplattform voller Filmkameras und Fotoapparate gehört zum Projekt. Das Flugzeug jagt UFOs hinterher. Erfolglos. Die umgebauten B-25 Weltkriegsbomber sind zu langsam für die geheimnisvollen Objekte. Die werden zur lästigen Routine. Aber dann bekommen Kameraleute bei einem V2-Raketentest mit Wernher von Braun endlich durch Zufall ein UFO vor die Linse. Eine der Askania-Verfolgerkameras filmte ein merkwürdiges Objekt um die Rakete. Dann ein zweites. Das verschwand in Sekundenschnelle mit hoher Geschwindigkeit. Darauf hat die Air Force lange gewartet. Das sensationelle Material wird sofort konfisziert, noch bevor es entwickelt ist. Der Film wurde von einem Jagdflieger abgeholt. Wir versuchten herauszufinden, wohin er flog, aber er hatte keinen Flugplan aufgegeben. Wenn wir etwas gefilmt hatten, ging das direkt an die Air Force. Wir haben es nie zu Gesicht bekommen. Gibson filmt im Laufe der Zeit etwa 50 Interviews mit UFO-Augenzeugen. Einer der Leute war ein Schäfer. Er sprach kein Englisch, kein Wort. Aber er zeichnete ein Bild von dem Objekt, das er gesehen hatte. Und das sah genauso aus wie das, was in White Sands gefilmt worden war. Wright-Patterson Air Force Base, das Hauptquartier der US-Luftwaffe.
Hier werden alle UFO-Untersuchungsergebnisse gesammelt. Es gibt ausgedehnte Archive, aber die damals gedrehten Filme und Interviews existieren nicht mehr. Die Erklärung, die mir gegeben wurde, war, dass diese Materialien vernichtet wurden, weil man den Stellplatz für andere Akten brauchte. Sie können davon halten, was Sie wollen. Es spricht auch etwas dafür. Wenn man wirklich zu dem Schluss gekommen war, dass UFOs kein Problem sind, kann ich es verstehen, wenn man die Sachen wegschmeißt. Ob sie es wirklich getan haben? Keine Ahnung. Erstaunlich ist, welche Aufnahmen die US Air Force angeblich vernichtet und welche sie für die Ewigkeit aufbewahrt. Unter dem Eintrag UFO finden sich im US-Archiv nur diese ornithologisch teilweise sehr verdienstvollen, ansonsten aber eher unspektakulären Aufnahmen. Filmschnipsel von Flugzeugen, Kondensstreifen und anderem Trödel. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Das ist wie ein 5000-Teile-Puzzle, bei dem 3000 Teile entfernt wurden, einige falsch hinzugefügt. Und jetzt soll man raten, was es darstellt. Militär und Geheimdienste folgen einer Doppelstrategie. UFOs werden intern ernst genommen, öffentlich aber heruntergespielt. CIA-Chef Dulles: Die beste Methode, ein Geheimnis zu bewahren, ist vorzutäuschen, es mit jemandem zu teilen. Das UFO-Problem wird als Top Secret eingestuft. Als die Sichtungen zunahmen, gab es immer mehr Befürchtungen, dass wirklich etwas dran sein könnte. Und man kann das irgendwie verstehen, wenn man an die Stimmung im Kalten Krieg denkt. Die Truman und dann die Eisenhower-Regierung befürchteten tatsächlich einen sowjetischen Erstschlag. Die Amerikaner glauben also, dass die Sowjets hinter den UFOs stecken. Haben die Kommunisten, vielleicht mit Hilfe deutscher Wissenschaftler, Flugscheiben entwickelt? Tatsächlich versuchen sie das, aber sie kommen nicht sehr weit. Amerikaner und Briten verdächtigen die Sowjets schon länger, UFOs zu bauen. Genauer, seit den Ereignissen in Schweden, ein Jahr nach dem Krieg. Handelt es sich immer um die gleiche sowjetische Geheimwaffe? Die Geisterraketen schlugen in Schweden im Frühjahr 1946 zu. Und das kulminierte im Sommer 1946. Das Militär begann sich dafür zu interessieren. Und ab da prasselten die Meldungen über zigarrenförmige Objekte nur so herein. Objekte ohne Flügel oder mit winzigen Flügeln. Und viele stürzten in Seen, überall, in Schweden und Finnland und Norwegen. Was damals Geisterraketen heißt, wird heute UFO genannt. Viele Sichtungen haben sich als Meteore entpuppt. Auch das einzige angebliche Foto zeigt in Wirklichkeit einen Meteor. Die wirklich interessanten Berichte stammen von Militärpiloten, die sie fliegen sahen. Zum Beispiel am 14. August über Mittelschweden. Pilot und Navigator sahen ein zigarrenförmiges Objekt, das von links kam, vor ihre Maschine flog. Und sie versuchten es zu verfolgen. Aber das Objekt war schneller. Sie kamen nicht hinterher. Geheime Raketenflieger, die schwedische Jagdflugzeuge deklassieren. Das versetzt das schwedische Militär in Unruhe. Nicht nur das schwedische Militär. Die Geisterraketen werden sehr ernst genommen, sorgen selbst in den USA wochenlang für Schlagzeilen. Eine damals geheime Karte. Jeder Punkt ist eine Sichtung. Die Fähnchen an den Punkten geben die Flugrichtung an. Man erwartet, dass die Striche nach Osten Richtung Sowjetunion zeigen. Aber diese Vermutung wird nicht bestätigt.
Die Schweden schicken trotzdem Spionageflugzeuge an die sowjetische Küste. Sie fanden keine Abschussrampen, keine Raketen, gar nichts. Aber die Geisterraketen flogen weiter nach Schweden. An einem Tag fliegen an 4 verschiedenen Orten Objekte über den Himmel und stürzen dann in Seen. Ein Objekt stürzte in den Kamja-See. Da gab es ein Dorf mit 600 Einwohnern und alle müssen den Lärm gehört haben, den das Objekt erzeugte, denn alle Fensterscheiben zerbrachen. Es stürzte in die Mitte des Sees. Das schwedische Militär startet eine groß angelegte Untersuchung. Man will das Objekt bergen. Taucher hat die Armee damals noch nicht zur Verfügung. Man nimmt insgesamt 30.000 Bodenproben. Soldaten suchen mit Sondierstäben, hoffen auf Wrackteile. Man findet eine längliche Vertiefung am Grund eines Sees. Das ist alles. Sie fanden gar nichts. In keinem See. Keine Spur dieser rätselhaften Objekte. Sie fragten sich, warum jemand ständig Raketen in schwedische Seen schießen sollte. Sie waren ratlos. Die neutralen Schweden suchen und erhalten Unterstützung aus dem Ausland. Die Briten hatten eine geheime Untersuchung gestartet, genau wie die CIA. Man war besorgt und interessiert. Schweden hat viele interessante Gäste in diesen Wochen. US-Brigadegeneral David Sarnoff, ein Funkexperte. Der englische Kriegsheld Douglas Bader und US-General Doolittle, offiziell nur als Vizepräsident von Shell zu Besuch. Er hatte bereits im Zweiten Weltkrieg Pilotenmeldungen über Lichtbälle untersucht, die angeblich US-Bomber über Deutschland und Japan verfolgten. Ermittelt Jimmy Doolittle jetzt wieder in Sachen UFOs? Er arbeitete für die Geheimdienste. Er schrieb zum Beispiel für Eisenhower einen Bericht über die Effektivität der CIA. Eigentlich jeder an der Spitze einer Regierungsbehörde, der ein ernstes Problem hatte, fragte Jimmy Doolittle um Hilfe. Nicht nur, wenn es um Luftfahrt ging, sondern auch bei allgemeinen technischen Problemen. Washington ist überzeugt, die Sowjets steuern die Ghost Rockets. Lächerlich ist damals, wer nicht an UFOs glaubt. Zitat: Kann sein, dass fliegende Untertassen von vernünftigen Bürgern überall in den USA gesehen wurden, aber Europa wird nicht an sie glauben, bis jemand eine Untertasse mit dem Lasso einfängt und sie von Frank Sinatra, dem britischen Botschafter, und 5 Richtern des obersten Bundesgerichts fotografiert wird. Alaska. Nirgendwo ist der Kalte Krieg heißer als im ewigen Eis. In der Arktis belauern sich die Supermächte auf kurze Distanz. Wenn die Sowjets aus der Luft angreifen, dann auf dem kürzesten Weg über den Nordpol hinweg. Das US-Militär behauptet, die meisten UFOs kommen über den Nordpol. Sind sie die Vorboten des entscheidenden Angriffs? Die CIA vermutet, durch die UFO-Fehlalarme soll das Frühwarnsystem der USA verstopft und die Luftverteidigung lahmgelegt werden. Ständige, ergebnislose UFO-Einsätze sollen offenbar die US-Abfangjäger mürbe machen, damit sie im entscheidenden Moment nachlässig reagieren. Oder wollen sie eine UFO-Hysterie in der Bevölkerung und beim Militär schüren? Panik auslösen? Etwas Ähnliches hatte es 1938 gegeben. Orson Welles' geniales Radiohörspiel über eine fiktive Invasion der Marsianer hatte an Halloween in den USA eine reale Massenpanik ausgelöst. Lord, they're turning into flames. The whole field's caught up by the woods, the cars, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Es war eine Lehrstunde über die realitätserzeugende Macht der Massenmedien. Ein epochales Ereignis, das die Welt schockierte.
Die amerikanischen Politiker wuchsen in dieser Zeit auf. Sie kannten das Ereignis sehr genau. Sie glaubten an die Möglichkeit, dass die Sowjets mit psychologischer Kriegsführung Panik erzeugen wollten, besonders als Vorbereitung eines Angriffs auf die USA. Das spielte psychologisch eine wichtige Rolle, ohne Zweifel. Die finstersten Verschwörungstheoretiker sitzen damals in den US-Geheimdiensten. Ihre Logik? Wenn die Sowjets hinter den UFOs stecken, dann doch auch hinter den UFO-Interessierten. So harmlos und verwirrt sie auch auf den ersten Blick wirken. We are your friends. Please contact us. Bestehen die jetzt entstehenden UFO-Hobbygruppen in Wirklichkeit aus Kommunisten? Sind die UFOs Teil einer Verschwörung? Ein besonders raffinierter Unterwanderungsversuch der Sowjets mit dem Ziel der Eroberung der USA? Auf jeden Fall kann es nichts schaden, Verdächtige zu überwachen. Kommunisten gibt es in den Führungsetagen der UFO-Gruppen in Wahrheit zwar keine, Sowjetsoldaten auch nicht, CIA-Informanten allerdings sind reichlich vertreten. Das FBI beginnt mit der Überwachung von Staatsfeinden. 200.000 Personen sollen im Falle eines Krieges sofort verhaftet und interniert werden. Auch wer sich mit UFOs befasst, ist verdächtig. 1952. Die UFO-Meldungen häufen sich überall im Land. Die Nervosität der Militärs steigt. Wenn Sie 52 im Air Force Hauptquartier gewesen wären, hätten Sie gedacht, dass eine Invasion bevorsteht. Und dann passiert der GAU. UFOs werden über Washington gesichtet, über dem Weißen Haus, an 2 Wochenenden nacheinander. Washington National Airport, 26. Juli 1952. Der Pilot Casey Pierman, gerade vom Flughafen der Hauptstadt gestartet, fragt die Fluglotsen, ob sie auch sehen, was er sieht. Damals im Tower Howard Coughlin, heute 85. Das Objekt hatte einen flachen Boden und war oben gewölbt. Es hatte rundherum Lichter an der Außenseite und war etwas kleiner als das Passagierflugzeug. Das Objekt wird auch vom Radar geortet. Alle Fluglotsen dieser Nachtschicht beobachten, wie das UFO den Platz umkreist. Es flog ein paar Runden, mehrmals, stoppte außerhalb des Platzes, ging hoch und runter, mehrmals, und dann flog es hoch und verschwand schließlich in westlicher Richtung. Auch die Air Force beobachtet an 2 Wochenenden UFOs, mehrmals in verschiedenen Radarstationen. Abfangjäger der Andrews Air Force Base steigen auf, meist ergebnislos. Ein Jet verfolgt ein UFO, schafft es aber nicht auf Schussentfernung heranzukommen. Ist Washington in Gefahr? Das war eine ernste Sache. Die Sichtung war nicht unbedingt ungewöhnlicher als viele andere des Militärs, aber sie fand über dem Weißen Haus statt. Das erzeugte ernste Besorgnis im Weißen Haus. Und bei Präsident Truman, um es höflich auszudrücken. Es erzeugte ernste Besorgnis bei der CIA. Deren Chef Biddle Smith ordnete an, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Und die UFOs sorgen für Aufregung auf den Titelseiten der Presse. Es sickert sogar durch, die Air Force versuche erfolglos UFOs abzuschießen. Washington muss reagieren, sonst droht eine Massenhysterie. Die Air Force organisiert die größte Pressekonferenz in den USA seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die offizielle Erklärung war, dass diese Sichtungen durch Temperaturinversionen ausgelöst wurden. Das ist eine Schicht kalter Luft zwischen warmen Luftschichten. Und das habe ein Radarecho erzeugt und die Radarlotsen getäuscht.
Ich habe denen erklärt, dass das, was wir gesehen haben, keine Temperaturinversionen sein konnten, weil es mehrmals sehr schnell seine Position verändert hat. Wir haben das Objekt auf dem Radarschirm verfolgt und wir schätzten, dass es mit 1,5-facher Schallgeschwindigkeit flog. Das Hauptproblem war, dass die Radarleute Temperaturinversionen sehr gut kannten und alle sagten, nein, das war keine Inversion, das war ein gutes Radarecho. Aber die durften auf der Pressekonferenz natürlich nicht aussagen. Die Beruhigungspressekonferenz wird Oberst Zemford anvertraut, Chef des Air Force Geheimdienstes. Er macht seinen Job gut, wird später Chef der National Security Agency, deren Existenz damals geheim war. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. Die Presse berichtet, keine Bedrohung. Die CIA setzt noch einmal nach. Sie inszeniert das Robertson Panel, ein Wissenschaftlergremium, das die zukünftige Marschrichtung definiert. Danach gibt es keine ernstzunehmenden UFO-Sichtungen, aber ein ernstzunehmendes Panikproblem. Die Robertson-Kommission tagte ganze 12 Stunden. Wir wissen mittlerweile, dass der Abschlussbericht nicht einmal von einem Kommissionsmitglied verfasst wurde, sondern von dem CIA-Agenten Frederick Durant. Und der Abschlussbericht war fertig, bevor die Kommission ihre Untersuchung abgeschlossen hatte. Der Abschlussbericht war fertig, bevor die Kommission zu Ende getagt hatte. Intern allerdings wird weiter heftig diskutiert. Im Oktober 1952 behaupten hohe Militärs sogar, UFOs seien außerirdische Raumschiffe. Starker Tobak. Aber wie kommt es, dass die Medien im Allgemeinen so gehorsam der offiziellen Version des Pentagon folgen? Es ist zweifelsfrei wahr, dass die wesentlichen Massenmedien in den USA eine enge Arbeitsbeziehung mit den US-Geheimdiensten unterhielten. Das ist eine Tatsache. In erster Linie mit der CIA. Wir wissen, dass das so war, zumindest in den 40er, 50er und 60er Jahren. Wir wissen, dass die CIA mindestens 400 Journalisten kultivierte, die für sie arbeiteten, ohne dass jemand davon wusste. Wir reden von Leuten bei CBS, der New York Times, der Washington Post, von allen wichtigen Medien. Bedeutet das, die CIA kontrollierte die Medien? Nein, das nicht. Aber bedeutet es, die CIA konnte die Nachrichtenlage bei Bedarf beeinflussen? Ganz klar, ja. Ich denke schon, dass sie Informationsmanagement betrieben haben. Das streite ich nicht ab. Ich denke, sie befürchteten, wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass die CIA sich mit UFOs beschäftigt, würde das noch mehr Panik erzeugen. Und so versuchte man, das Wissen über die Aktivitäten der CIA möglichst gering zu halten. Mehr als das. UFOs oder fliegende Untertassen, wie man damals sagt, erhalten jetzt ein neues Image. Weg von der roten Gefahr hin zur Lächerlichkeit. Ein Thema für die Boulevardpresse und die Unterschicht. Kinderkram. Die Sichtungen aber hören nicht auf. Am 4. Oktober 1955 machte ein amerikanischer Senator, der durch die Sowjetunion reiste, eine interessante Beobachtung. Es war Richard Russell. I am certain that I can carry every one of the southern and border states against General Eisenhower, and he has considerable strength in that area against almost any other Democratic candidate. Russell ist einer der mächtigsten Männer in Washington, einer der demokratischen Präsidentschaftskandidaten, die gegen Eisenhower antreten, und er ist Leiter des Militärausschusses im Kongress.
Russland 1955. Russell reist in diplomatischer Mission mit 2 US-Begleitern in einem Zug. Er kann nicht schlafen und sieht aus dem Fenster. Russell sah ein Objekt hochsteigen, stoppen und dann abfliegen. Es sah wie eine fliegende Untertasse aus. Es sah rund aus. Er konnte verschiedene Schichten auf dem Objekt unterscheiden. Er rief seine beiden Begleiter und sie alle sahen dann ein zweites Objekt, das ähnlich wie das erste aufstieg und dann wegflog. 2 Jahre später sickert der Vorfall an die Presse durch. Auf Journalistenfragen antwortet Russell, man habe ihn gebeten, über die Angelegenheit zu schweigen. Erst Mitte der 80er Jahre können UFO-Forscher durch einen Gerichtsbeschluss die Veröffentlichung seiner CIA-Akten erzwingen. Er ist davon überzeugt, ein UFO gesehen zu haben. Und das sorgt dafür, dass die Alarmglocken bei der CIA klingeln. Sie haben ihn besucht, um herauszufinden, was genau er gesehen hat. Und aus diesen Befragungen kamen sie zu dem Schluss, dass er kein UFO und keine Geheimwaffe sah, sondern ein ganz normales Jagdflugzeug im senkrechten Steigflug. Die offizielle CIA-Erklärung war, dass Russell irrtümlich sowjetische Flugzeuge im extremen Steigflug gesehen hat. Aber wenn man sich durchliest, was er berichtet hat, dann ist es unmöglich, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Er hatte schließlich eine Flugscheibe gesehen. Wie passt also Russells Beschreibung zur offiziellen Schlussfolgerung der CIA? Eine gute Frage, aber ich habe keine Antwort. Was wirklich beunruhigend ist, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, entweder hatten die Sowjets UFO-Sichtungen oder sie besaßen selber UFOs. Natürlich gab es große Besorgnis darüber, was wohl in der Sowjetunion passierte. Und was die CIA besonders beunruhigte war, als die Sichtungen in den USA zunahmen, konnte man nichts über UFOs in der sowjetischen Presse entdecken. Man schloss daraus, dass die sowjetische Regierung die Entwicklung einer Geheimwaffe vor der Öffentlichkeit versteckt hielt und Presseberichte darüber verbot. Und das alarmierte die verantwortlichen Politiker. Tatsächlich versuchten die Sowjets scheibenförmige Fluggeräte zu bauen. Anfangs wohl nach Entwürfen deutscher Wissenschaftler des Zweiten Weltkrieges, später dann Eigenentwicklungen. Über diese Versuche wurde bisher nichts veröffentlicht und nur sehr wenig ist bekannt. Dieses Fluggerät wurde in den 70er Jahren hergestellt. Es ist eher ein Luftschiff. Die Form einer fliegenden Untertasse herzustellen, war nicht schwierig. Das Antriebsprinzip aber, das bei diesen Objekten eingesetzt werden sollte, war Antigravitation. Für die Antigravitationsforschung wurde damals viel Geld zur Verfügung gestellt. Auch ich habe damals daran gearbeitet. Auch in den USA und in Kanada werden Flugscheiben entwickelt. In den Vereinigten Staaten gab es um 1955, 1956 herum Presseberichte, dass ein Durchbruch bei der Antigravitationsforschung unmittelbar bevorstehe und dass es Experimente mit scheibenförmigen Fluggeräten gäbe. Bei Avro in Kanada entsteht im Auftrag der Air Force das Avro-K. Von der Form her eine fliegende Untertasse. Es ist ein völliger Flop. Das Avro-K wird sich nie höher als 2 Meter vom Boden erheben. In Wahrheit ist es ein schlechtes Luftkissenfahrzeug mit instabilem Schwebeverhalten. Das einzige Exemplar wandert nach einigen Testflügen direkt ins Museum. Es ist ohnehin nur öffentliches Ablenkungsmanöver, um das echte Forschungsprojekt geheim zu halten.
Silverback, geplant als mehrfach schallschnelle Flugscheibe. Silverback ist nie geflogen. Aber einige rätselhafte UFO-Sichtungen haben trotzdem sehr irdische Ursachen. Ein für mich besonders interessantes Kapitel der UFO-Geschichte findet von 1954 bis in die 60er Jahre statt. Da gibt es eine Zunahme der Sichtungen, nicht nur von normalen Leuten, sondern von Piloten und Fluglotsen, die UFOs in 20, 23 Kilometer Höhe sahen. In diesen Jahren beginnt die Flugerprobung der U-2, eines CIA-Spionagejets, der viele Kilometer höher fliegen kann als jedes andere Flugzeug seiner Zeit. Die U-2 ist streng geheim und soll es bleiben. Die CIA und die Air Force stellten sogenannte Blue Book Teams auf. Die Piloten und Fluglotsen befragten, die UFOs gesehen hatten. Sie versuchten, diese Leute zu überreden, dass sie kein UFO, sondern ein Naturphänomen beobachtet haben. Wenn sie also ein United-Pilot waren, der zwischen Los Angeles und San Francisco ein UFO in 20 Kilometer Höhe gesehen hat, dann sind wir zu ihnen gekommen und haben ihnen eingeredet, dass sie nur Reflexionen der Sonne auf Eiskristallen beobachtet haben, die ihnen ein bewegtes Objekt vorgaukelten. In Wirklichkeit war es aber die U-2, die anfangs silberfarben war. Das ist eine absurde Aussage. Völlig absurd. Wir reden über tausende Sichtungen. Sie wollen mir erzählen, die U-2 kann stillstehen, seitwärts fliegen und wie eine Scheibe aussehen. Das ist doch absurd. Die U-2 fliegt schnurgerade in 25 Kilometer Höhe. Sie kann nicht die Ursache all dieser Sichtungen sein. Ein paar Mal vielleicht, aber in der Häufigkeit, die Haines behauptet, ist das einfach lächerlich. Für die Sowjets allerdings ist die U-2 tatsächlich ein UFO, ein unbekanntes Flugobjekt. Im sowjetischen Luftraum tummeln sich US-Flugzeuge verschiedener Baureihen, Ballone, die U-2 und dazu werden noch fliegende Untertassen und Lichtbälle gesichtet. Die U-2 wird zwar vom sowjetischen Radar geortet, aber das Militär will ihre Existenz nicht akzeptieren. Der erste Jagdpilot, der sein Flugzeug ballistisch nach oben reißt und von seiner U-2-UFO-Beobachtung berichtet, bekommt keinen Orden, sondern Schwierigkeiten, so wie alle anderen, die UFOs sehen. Wer Pilot bleiben will, sichtet besser nichts. Der Oberst Jewgeni Sawizki kam, hat mit ihm gesprochen und dann sein Urteil verkündet. Dieser Pilot ist etwas plemplem. Er will angeben. Er will sich mit einer ganz besonderen Meldung hervortun. Aber das, was er gesehen haben will, kann es gar nicht geben. Die Amerikaner schicken auch Spionageballone in die Sowjetunion, die für UFOs gehalten werden. Und die erste UFO-Untersuchung in der Sowjetunion wird durch einen eigenen Raketentest ausgelöst, der so geheim ist, dass selbst die Untersuchungskommission nicht die Wahrheit erfährt. Es ist zum Verrücktwerden. Das ist das Seltsame an dieser Situation. Man scheut vor unangenehmen Schlussfolgerungen zurück. Wenn man A sagt, muss man auch B sagen und dann das ganze Alphabet durchgehen. Das tat man dann lieber nicht. Wenn wir heute etwas nicht wissen, ist es doch auch nicht schlimm. Morgen ist auch noch ein Tag. UFOs und die U-2. Das Problem ähnelt einem Orientierungslauf in einem Spiegelkabinett. Da gibt es dieses wichtige Flugzeug, das für die USA einen Vorsprung im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion bedeutet. Und wenn man das aufdeckt, ist der Vorsprung weg. Ich denke, man kann verstehen, dass die Politiker das nicht preisgegeben haben. Aber würde der US-Bevölkerung dann nicht aus dem gleichen Grund alles verschwiegen, was das Militär über UFOs herausbekommen hat, falls es etwas herausbekommen hat? Belügt die amerikanische Regierung ihr Volk wirklich nur mit besten Absichten? Spätestens in 15 Jahren werden die US-Bürger erfahren, dass ihr Staat auch lügt, weil er schmutzige Geheimnisse hat.
Ein Beispiel sind die MK-Ultra-Experimente der 50er Jahre. Die CIA flößt ahnungslosen Menschen LSD und Mescalin ein, untersucht ihre Reaktionen. Warum? Die einfachste Erklärung ist natürlich der Koreakrieg und die Kriegsgefangenen. Man glaubte, dass die Kommunisten Drogen für die Gehirnwäsche amerikanischer Gefangener eingesetzt hatten. Das führt zu einer ganzen Reihe von Drogenexperimenten der CIA und der Army mit LSD. Einige der schrecklichen Experimente werden mit Schwarzen durchgeführt, weil die, Zitat, einfacher zu bekommen waren als Meerschweinchen. Die CIA versucht Gehirne zu reprogrammieren und schizophrene, selbstopferwillige Attentäter zu erzeugen, die nicht wissen, dass sie Attentäter sind. Man implantiert Elektroden in menschliche Gehirne und setzt Experimente aus deutschen Konzentrationslagern fort. Einige dieser Experimente beschäftigten sich mit terminaler Sinnesdeprivation. Mit anderen Worten, schreckliche Experimente, bei denen jemand in licht- und schalldichten Räumen eingesperrt wurde, bis er starb. Das ist wirklich passiert in Kanada. Oder Leute verloren den Verstand, für immer. Das waren schreckliche, schreckliche Dinge. Und sie mussten geheim gehalten werden. All dies wird nur aufgedeckt, weil einige CIA-Chefs vergessen haben, Abrechnungen psychiatrischer Kliniken mit ihren Namen darauf zu vernichten. Die Amerikaner erfahren durch ihre Freiheitsrechte von Dingen, die mindestens so unglaublich sind wie die UFO-Dokumente, deren Veröffentlichung später gerichtlich erzwungen wird. Viele misstrauen den Beteuerungen der CIA, dass die Geheimdienste ab den späten 50ern das Interesse an UFOs verloren hätten. Sie vermuten, dass weiter gelogen wird, in hunderten Fällen. So wie bei der Redmond-Sichtung. September 1955, Redmond, Oregon. Der Ortspolizist Robert Dickerson entdeckt während seiner Nachtschicht ein merkwürdiges Licht am Himmel. Und genau da drüben habe ich dieses helle Licht gesehen. Es flog herunter. Ich dachte, es würde aufschlagen. Ich weiß nicht, was es war. Das Objekt war breiter als hoch, wie ein Football. Es war hell, es sah aus, als ob Hitze von ihm aufsteigt. Und es änderte seine Farbe ein bisschen. Dickerson fährt zum Flughafen, wo der Flugsicherungsbeamte Laverne Words Dienst hat. Ich habe es überwiegend von der Seite gesehen. Es sah aus, als ob man zwei Untertassen so konkav zusammenhält. Mit einem kleinen Zwischenraum. Das wäre in etwa die äußere Form. Und ich erinnere mich an die Lichter rundherum, die gelblich waren. Sehr hell, wie Bob es schon gesagt hat. Manchmal auch orange. Und man sah diese Hitzewellen von dem Objekt aufsteigen. Das Objekt wird auch von einer Radarstation gesichtet. Sie alarmiert die US-Luftwaffe. Innerhalb von Minuten werden Abfangjäger alarmiert. Insgesamt 6. Die Jäger werden vom Radar an das Ziel herangeführt. Dann sehen sie es selbst auf ihren Schirmen im Cockpit. Kurz darauf nahmen sie Kontakt mit uns auf der Militärfrequenz auf. Und ich sprach mit einem Piloten. Ich hielt ihn für den Schwarmführer. Mindestens 2 Piloten sehen das UFO. Im ersten Morgengrauen fliegen sie in Richtung des Objektes. Sie haben es angeflogen, mindestens 2 Jets. Und ich weiß, dass mindestens einer ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Und ich erinnere mich, dass einer in die Wirbelschleppe kam, dass er fast die Kontrolle über sein Flugzeug verlor und es stabilisieren musste. Das UFO steigt mit immenser Geschwindigkeit, aber bleibt noch eine Weile auf den Radarschirmen sichtbar.
Dann verlässt es den Erfassungsbereich der Fluglotsen in über 15.000 Meter Höhe. Die offizielle Air Force-Version war, dass Piloten wegen etwas alarmiert wurden, was sich dann als ein Radarfehler herausstellte. Das war alles. Und das war natürlich problematisch, weil sofort bekannt wurde, dass um den Flugplatz herum die Radioaktivität gemessen wurde. Da stellt sich die Frage, wieso misst man die Radioaktivität, wenn es doch angeblich Radarfehler waren? Die nächste Erklärung der Air Force, Wirtz und Dickerson hätten einen Wetterballon gesehen. Sie behaupteten, also zuerst soll es ein Wetterballon gewesen sein. Ich bin sicher, alle wissen, wie so ein Wetterballon fliegt. Er zieht mit dem Wind. Er steigt nicht hoch und runter und fliegt nicht seitwärts weg. Ein unbekannter Vorgesetzter von Laverne Wirtz aus der Zivilluftfahrtbehörde schickt wutentbrannt sämtliche Protokolle des Vorfalles an eine UFO-Gruppe. Mit diesen Angaben konfrontiert, behauptet die Air Force, die zivile Luftfahrtbehörde verbreite falsche Informationen. Und dann behauptete die Air Force, die Augenzeugen hätten den Planeten Venus beobachtet. Die Air Force versuchte das Ganze herunterzuspielen und wollte uns als etwas doof darstellen, dass wir inkompetent wären und nicht so genau wüssten, was wir eigentlich taten. Der Fall macht nur noch in der Regionalpresse Schlagzeilen. UFOs sind kein Thema mehr für ernsthafte Journalisten. In Washington arbeitet der Sicherheitsapparat weiter systematisch daran, das Thema UFOs aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Es geht jetzt darum, jede staatliche Ermittlungstätigkeit offiziell zu beenden. In den 60er Jahren wird deshalb der Condon Report in Auftrag gegeben, ein staatlich finanzierter Bericht verschiedener Wissenschaftler zum Thema UFOs. Das Forschungsziel war, zu sagen, dass das meiste sich aufklären ließe, ja vielleicht auch sogar alles. Und Condon ist ja so weit gegangen, zu sagen, dass es für die Wissenschaft überhaupt nichts bringt und das sollte man aufgeben. Nach den Medien sind UFOs damit auch in der Wissenschaft, in der Spinnerecke angesiedelt. Das ist ja so ein dicker Wälzer von 1000 Seiten und man kann viel Interessantes daraus entnehmen und auch, dass es unidentifizierbare Flugobjekte gibt. Aber im Vorwort steht das Gegenteil. Also das ist also ein Treppenwitz in der Wissenschaft. Mission beendet. Das Thema UFOs ist seit den 60er Jahren in der seriösen Öffentlichkeit tot. Ob es Militär und Geheimdienste noch beschäftigt, ist umstritten. UFOs sind jetzt die Privatangelegenheit einiger Unentwegter, wie Claes Svahn, der Berichte sammelt und in Schweden zusammen mit Gleichgesinnten ein Archiv aufgebaut und sich durch seriöse Arbeit in Skandinavien einen guten Ruf erarbeitet hat. Sogar beim schwedischen Militär. Einmal im Monat trifft er sich mit dem UFO-Beauftragten des Militärforschungsinstituts, um Berichte auszutauschen. Schwedisch unaufgeregt. Ich glaube, Mr. Svahn hat eine ganz ähnliche Herangehensweise wie ich. Und die ist sehr wissenschaftlich. Und wahrscheinlich kann man 99% der Fälle erklären. Aber es gibt welche, die sind wirklich mysteriös. Wahrscheinlich gibt es für dieses bisher unveröffentlichte schwedische Video eine einfache Erklärung. Bisher allerdings stehen alle befragten Experten seit 1997 vor einem Rätsel. Hessdalen in Norwegen. Hier hat es so viele UFO-Sichtungen gegeben, dass private Forscher eine automatische Station aufgebaut haben. Die hat bereits einige Aufnahmen geliefert und gezeigt, dass zu den Lichtphänomenen extrem starke elektromagnetische Felder gehören.
Offiziell haben die Geheimdienste und das Militär seit Jahrzehnten kein Interesse mehr an UFOs. Aber ist das wirklich wahr? Hartnäckige Ufologen erzwingen in den 90er Jahren die Herausgabe eines bizarren Berichtes über den Luftkampf eines iranischen Jets mit einem UFO über Teheran im Jahre 1976. Durch einen Fehler wird auch der Verteiler des Berichtes mitveröffentlicht. Empfänger waren unter anderem Außenminister Kissinger, CIA, NSA, der Luftwaffenstabschef und das Weiße Haus. 3400 UFO-Sichtungen gibt es allein von Zivil- und Militärpiloten. Wenn wir die Fakten über die Beobachtungen kennen und kennen auch die Meinung irgendwelcher offizieller Sprecher in den USA, dass das nicht stimmen kann, was sie sagen. Wir haben bloß die Möglichkeit, entweder lügen sie oder sie wissen es nicht. Entweder sind sie zu dumm oder sie belügen die Bevölkerung. Dazwischen kann man wählen. Es geht nicht mehr nur um UFOs. Es geht darum, dass die Machtzentren die Bevölkerung manipulieren wie Marionetten, dass sie in manchen Dingen einfach desinformiert werden, man kann sagen belogen werden. Von Napoleon Bonaparte stammt das interessante Zitat, dass autoritäre Regierungen den Luxus besäßen, schweigen zu können. Eine Demokratie kann sich diesen Luxus nicht leisten. Deswegen muss sie immer wieder lügen. Und so war es in den USA in den 40er und 50er Jahren, als immer wieder über das Thema UFOs gelogen wurde. Heute im 21. Jahrhundert stehen wir vor der Situation, dass die US-Regierung zum Thema UFOs schweigt. In den USA halten einige Wissenschaftler UFOs für ein interessantes Forschungsobjekt. Aber niemand hofft auf staatliche Hilfe bei der Wahrheitssuche. Der geheime U-Boot-Krieg der Supermächte. Nächste Woche tauchen wir in diese Materie ein. Wir bewegen uns in feindlichen Tiefen, sehen, wie sich U-Boote in Raketenabschussbasen verwandeln, erfahren von riskanten Spionageeinsätzen und von zahlreichen Unfällen mit tödlichem Ausgang.